Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold steigt nach US-Arbeitsmarktdaten, Dollar wieder schwächer. Disclaimer. Gold steigt nach US-Arbeitsmarktdaten, Dollar wieder schwächer. Gold steigt nach Veröffentlichen der USA-Arbeitsmarktdaten, die schlechter ausgefallen sind als erwartet. In Wahrheit waren sie auch vorher nicht so gut wie die veröffentlichte, sondern nur ist es ein Trick, um Zeit zu gewinnen. Jetzt hat man einmal eine geringere als erwartete Zahl veröffentlicht und das nähert erneut Rezessionsgefahr, wenn auch die gefälschten Inflationszahlen nur von kurzer Dauer sein werden. Das Downgrade, die schlechten Arbeitsmarktdaten, die Inflation, die Geldmengenausweitung, die drohende Rezession, der fallende Dollar haben auf der Gegenseite positive Auswirkungen auf Gold und Silber. Weil wir kurz vor dem Aufbruch stehen und wir mit Junior Penny Goldaktien täglich höhere Kurse erleben, dürfte es keine weitere Verzögerung oder Drückung mehr geben. Man kann jetzt sehr zeitnah noch letzte Goldaktieneinkäufe auf diesem niedrigen Niveau durchführen, um an einer der größten Goldaktienrallyes teilzunehmen. Nutzen Sie diese lebensverändernde Chance, die es nur sehr selten gibt. Der einzige Markt, der heute noch völlig unterbewertet ist, wird in 6 Monaten alle Investoren in Erstaunen versetzen. Aber jetzt sehen es die meisten noch nicht. Deswegen sind wir der Kanal, der darauf hinweist, wo andere Kanäle noch nicht einmal erkennen und wissen, dass die Rallye bereits begonnen hat und insbesondere welche Junior Penny Gold Aktien, eben zum Beispiel dieser Silbergold-Basisprojektgenerator aus Britisch-Kolumbien, Kanada, überhaupt in die enge Auswahl der Hochpotenzialaktien gehören. Ja, das kommt daher wieder, dass wir das genauestens beobachten. Wir sehen einfach diese Mittelzuflüsse, zum Beispiel bei diesem Silberprojektgenerator im Wesentlichen aus British Columbia, wo auch Tavi Costa mit seinen Fonds investiert ist. Ich glaube auch Eric Sprott und auch noch dieser eine berühmte Geologe. Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber wie auch immer, also da war ein sehr starker Fokus raus, das konnte man beobachten. Dann gab es Mittelzuflüsse und siehe da, diese Aktie ist jetzt im Grunde vom Jahresanfang von 5 Cent auf 25 Cent gestiegen. Einfach unglaublich. Und viele andere Pennygold-Aktien machen sich jetzt auch langsam auf den Weg. Und das Schöne ist, ich denke mal, das ist natürlich nur ein ganz positives Beispiel, ähnlich auch wie diese eine venezuelanische ähm, Goldaktie, die auch von 5 Cent auf fast 50 Cent gestiegen ist. Das sind natürlich ganz krasse Ausreißer momentan noch, aber ich denke eben, dass viele andere Penny-Gold-Aktien eigentlich diesen Weg nachgehen und in dem Fall hoffen wir ja, dass dann es passiert noch gar nicht viel am Gold- und Silbermarkt und dieser Typus Aktien marschiert jetzt Richtung 1 Dollar, dann kommen irgendwann die Massen rein und tragen sie in den Mehr-Dollar-Bereich. Hier auf der rechten Seite auch nochmal Goldchart. Sie sehen, der Statist erwartet jetzt einen Ausbruch aus der Formation. Im Grunde genommen, jetzt soll es die Wochen Richtung Gold 2080 gehen. Und dann stellen Sie sich mal vor, was das für derartige Goldaktien dann bedeutet. Vielleicht ist sie dann schon im Dollarbereich. Alles möglich. Ja, meiner Meinung nach äußerst interessanter Situation. Wird tatsächlich von kaum jemandem gesehen, dass gerade eben die Penny-Gold-Aktien jetzt ihre Unterbewertung abbauen. Und ich bin wirklich gespannt, wann das die Runde macht und die Masse mit großem Hurra in diesen Markt hier reingeht. Und das wird in jedem Fall kommen. Und dann wird es eine absolut enorme Goldaktienrallye gehen. Und dann nach einigen Monaten kommt dann irgendwann die Verkaufsphase für uns. Ja, hier ist ein Projektgenerator aus Quebec mit sehr gutem Management, sehr gutem Gebiet, 97.900 Hektar. Sie haben da auch einige gute Entdeckungen bereits gemacht. Das ist eine sehr gute Jurisdiction. Wie gesagt, Management ist sehr gut und Sie sehen auch, dass am Chartverlauf, dass diese Aktie sich beginnt eigentlich einfach heraufzuschrauben. Sie sehen auch diesen enormen Anstieg hier damals von dem Corona-Tief Anfang 2020 hier bei 5 Cent oder unter 5 Cent, vielleicht sogar in der Tiefe hier 4 Cent quasi.
Und dann ist sie quasi von 4 Cent, hat sie sich mal eben so fast verzehnfacht bis Ende 2020, Anfang 2021. Und im Grunde genommen produziert dieser jetzt immer höhere Tiefs sozusagen. Und das weist auf mich hin, das weist darauf hin aus meiner Sicht, dass die Aktie dann irgendwann bald ihr altes Hoch wieder erreicht haben kann. Und in der Vergangenheit war die sogar bei 2, 3, 4 Dollar. Vielleicht geht es dann, wenn richtig sich Gold dann dauerhaft über 2000 $ etabliert, geht es dann auch in den Mehr-Dollar-Bereich. Meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen. Sollte man sich angucken. Wie gesagt, das Gebiet ist sehr interessant, hier an der Grenze Ontario, Quebec. Wie immer, natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $ steigen, weil die Chartformation ähnlich ist. Vielleicht passiert es auch. Also damals, ich denke mal, wir stehen an diesem Punkt, wenn man das überhaupt vergleichen kann. Das war hier Ende 1978. Bevor dieser Mega-Anstieg kam, gab es selbstverständlich noch einmal richtig schlechte Stimmung für die Gold- und Goldaktienleger durch diese Preisdrückung. Das können wir auch gesehen haben, beziehungsweise steht heute vor dem Abschluss. Und dann kommt vielleicht sowas. Vervierfachung des Goldpreises würde dann bedeuten von 2000 auf 8500 $. Ich persönlich schließe es nicht aus, weil Gold und Silber und diese Märkte eigentlich die Eigenschaft haben, alle zu überraschen. Die Statisten sind nur aufgrund der letzten Erfahrung eben hier seit 2011, da waren die viele euphorisch, waren an dem Punkt dann von 5.000, sogar Eric Sprott meines Erachtens hat von 3.000 oder 5.000 $ 2011 gesprochen, stattdessen kamen 1.000 $, ja, so ist das. Und diese Negativität ist bis heute eigentlich drin und deswegen diese konservativen Prognosen. Aber ich persönlich glaube dann eher, dass sich eigentlich so ein zweiter Riesen-Bullenmarkt jetzt hier anschließt, sozusagen. Damals ging es hier Anfang 2000er von 2050 $, denn knapp 2000 $, also eine Verzehnfachung. Und ja, das würde jetzt ist auch absolut denkbar, dass sowas kommt. Ich meine, hier erwarten wir nur eine Vervierfachung, aber es gibt auch Aussagen, dass Gold auch Richtung 20.000 steigen könnte. Das vertritt vor allen Dingen Pierre Lassonde, ziemliche große Nummer im Goldsektor. Nichtsdestoweniger, ich will mich von diesen euphorischen Preisen nicht anstecken lassen. Ich erwarte eigentlich, nimm nur das, was die Statisten sagen, weil die haben da möglicherweise einen besseren Einblick und die sprechen im Allgemeinen irgendwo zwischen 2.300, 2.500 $, Silber 40 bis 50, aber das reicht in jedem Fall aus, ordentlich von steigenden Goldaktien oder Silberaktien zu profitieren. Damals jedenfalls in den 70er Jahren gibt es unvorstellbar große Gewinne, konnte man machen, ging hier von 15, 20 Cent auf 10, 20, 30 $. Also als 1.000 $ konnte man nicht selten 100.000, 200.000, 300.000 $ machen. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Eben dieser Anstieg Richtung 2.500, 2.400, Silber 40, 50 $. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie die letzten Goldaktien-Rallye abgelaufen sind, was es für Gold bedeutet hat und was eben für Goldaktien. Und hier schauen wir uns mal die nur von 2016 an. Da stieg Gold einfach innerhalb vom halben Jahr von ca. 1.000 $ auf 1.360 $. Das ist ein Anstieg um 30%. Ähm, aber im gleichen Zeitraum ging es mit einigen Goldaktien in der hier um 10.000% hoch. Also setzen Sie Relation einfach mal 10.000% und 30% und Sie kommen drauf, dass die Goldaktie ein 350 Mal besseres Investment war. Das ist das Unglaubliche an der Geschichte, sicherlich ein Sonderfall. Aber viele andere haben eben ja 10.000, 1.000% genäht, 2.000, 3.000 etc. Aber das bedeutet, einfach um das mal zu veranschaulichen, hätte man zu dem Tief Anfang 2016 eine Unze Gold investiert, in die Goldaktie investiert und ein halbes Jahr später dieselbe Goldaktie verkauft, hätte man sage und schreibe 79 Unzen realisiert. Also aus einer Unze wären mit Hilfe dieses Goldaktienbullenmarktes 79 Unzen geworden. Also wie gesagt, man sollte meiner Meinung nach alles mit Unzen vergleichen, wie gesagt, und das ist eigentlich auch ein gutes Investment, weil wenn so ein Goldaktienbull seine Spitze erreicht hat, dann kommt meistens sehr lange lethargische Phasen, die wollen Sie nicht mit.
Und in 2020, Corona-Krise, ging das auch bis März 21. Eine andere Aktie, Kupfer, Gold, Silber, Projektgenerator aus Kalifornien, der übrigens jetzt auch wieder ein bisschen Feuer fängt. Das kann genau auch in diese Richtung wieder hingehen. Und ja, und Gold ist auch noch irgendwie in 20% gestiegen. Und Goldaktien nehmen teilweise 2000% und da 20 mal 100 ist 2000, also 100 mal besseres Investment. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist es sich auch keinem bewusst. Ne? Ich meine, die ganz großen Investitionschancen gehen wirklich an mir früher auch, Anfang der 2000er Jahre, da habe ich eher aufs physische Gold und Silber und sowas gesetzt. Und die ganz großen Chancen waren aber dann damals im Goldaktiensektor. Ne? Das ist so und das sollte man nicht an sich vorbeigehen lassen. Immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien insgesamt. Also hier sehen Sie Langfristschaft seit 1996. Hier wird Goldaktien Gold verglichen. Sind Goldaktien im Bärenmarkt. Goldaktien werden also im Vergleich zu Gold immer billiger, haben aber jetzt einen Boden gefunden. Statisten glauben oder Analysten glauben, dass jetzt ein epochaler Anstieg kommt und das wirkt sich dann natürlich auf die Preise der Goldaktien aus, logischerweise. Dasselbe ist mit Junior- und Explorationsaktien sind extremst unterbewertet zu sogenannten Senior-Aktien, Barrick Newmans dieser Welt. Und es war immer interessant, Goldaktien überhaupt zu kaufen, wenn dieses Gap so groß war. Hier Anfang der 2000er Jahre, Finanzkrise, aktuell. Und es war auch immer eine kluge Idee, wenn diese Junior-Aktien dann die Senior-Aktien eingeholt haben, sich von Goldaktien zu trennen. Ja, wie hätte man 1970 im Goldaktienbullenmarkt gespielt? Optimal gespielt, einfach verschiedene Investment in Goldaktien vornehmen, verteilen, beobachten, gute nachkaufen, vielleicht jeweils $50, was vielleicht heute $300 ist, kleine Päckchen nachnehmen. Dann kann man bei 20, 30, 40, 50 Goldaktien dabei sein. Hat genügend Zeit, vielleicht noch bessere zu identifizieren, kauft die nach und so weiter. Und vielleicht wird ein Großteil davon richtige Gewinner. Damals gab es eben viele Gewinner, gerade wenn der Markt so anzieht. Das ist ja auch eben das Phänomen, wenn dieser Markt so wirklich anzieht, dann geht da so viel Energie, so viel Kaufbereitschaft, so viel Kapital rein, weil dieser Markt so absolut ungeheuer eng ist. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und deswegen kommt es vielleicht auch, man sagt ja im Englischen auch, if the wind blows hard enough, even the turkeys fly. Also wenn der Wind nur genug bläht, können auch die Truthähne fliegen. Ja, und das erwarten wir. Deswegen hoffen wir, dass eben einige Aktien so bis sogar irgendwo um das 50 bis 100-fache steigen und andere vielleicht nur um das 15, 20, 30, 40, 50-fache. Irgendwo dazwischen, ganzes Ensemble, aber alle werden auf alle Fälle in diesen Goldaktienbullenmarkt steigen. Das ist das Schönste in den nächsten 6 Monaten, die vor uns liegen. Und das macht es dann zum relativ unter dieser Prämisse des steigenden Goldaktienmarkt zum relativ sicheren Investment. Natürlich, wenn es vorbei ist ungeheuer gefährlich. Ne? Man muss sie natürlich abstoßen. Genauso war es damals auch. Also wer dann diese Goldaktien hat abstoßen können und hat die Assetklasse gewechselt, ein Topfonds wie Berkshire Hathaway gekauft, der wäre dann 1999, hätte man dann 1 Million Dollar daraus investiert. Also 1977, was da war, hätte man investieren sollen und dann wechseln 1980 und 10 Jahre später wiederum verkaufen, weil dann ja auch Standardaktien auch ihren absoluten Höhepunkt erreicht haben. Das handelt sich also irgendwie vermutlich um 10 bis 15 Jahre, so ein Prozess. Also mit Assetklassenwechsel. Das könnte in der Zukunft auch noch absolut maßgeblich werden. Ereignis 2, Ereignis 3, also wenn die Goldaktien steigen, ist es im Prinzip ein Krisenzeichen. Kapital geht rein, es verändert sich was am Markt. Es kann eben sein, dass diese produzierenden Länder sich dann auf diese Ressourcen setzen, schmeißen, verstaatlichen, extra besteuern. Und Risiken haben wir auch im eigenen Bankensystem. Die Frage, wie stabil das ist. Man spricht von Bail-ins und solchen Sachen. Also das Risiko nimmt auf allen Seiten zu. Ich meine, das ist eben auch einer der Gründe, warum die Goldaktien steigen.
aber das wird vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Vielleicht am Jahresende haben wir vielleicht einfach hohe Bewertungen erreicht und alle sind überrascht, treiben das nochmal höher und wir verkaufen. Und dann braucht uns vielleicht das Thema Minenverstaatlichung oder auch das eigene schwierige Bankensystem nicht mehr zu interessieren, weil wir relativ früh draußen sind. Ja, Fazit, Multiplikation der Ereignisse, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Damit meinen wir jetzt maximal eine Inflationsdynamik mittels Goldaktien und durch den Kauf von mehr Gold und Silber überproportional zu profitieren. Und dann später, wenn Gold und Silber die Maximalwerte, man schätzt in Gold 8.000, Silber $300 heutige Kaufkraft, dann sozusagen reinvestiert in wieder ganz normale klassische Werte, Top-Aktien, Aktienfonds, vielleicht einkommensgenerierende Häuser etc. Also es würde dann bedeuten, nochmal theoretisch bedacht, die alten $50 von 1970 quasi, 75, wären heute vielleicht 200, $300 und die könnten Sie nehmen und in verschiedene Aktien investieren. Die eine oder andere entwickelt sich gut, vielleicht im Schnitt 25 von dieser Aktienrallye. Sie können dann davon zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen und das Gold und Silber hat dann noch nicht seinen Maximalwert erreicht, könnte also insgesamt das Vierfache an Kaufkraft nochmal zusteigen. Und wenn es natürlich das erreicht hat, dann das Reinvestieren, was auch immer dann Einkommen produzierende Assets sind, die übrig gebliebenen Aktien, die übrig gebliebenen Fonds, Einkommen generierende Immobilien oder Business aller Art. Jedenfalls das bringt dann langfristig nach dieser Rechnung 1 Million Kaufkraft und jetzt auch vermutlich irgendwo spielt sich das in 10 bis 15 Jahre ab. Also meiner Meinung nach ein schönes stressfreies Tool, um zum Beispiel Vermögen aufzubauen und sich überhaupt eine Rente zu erschaffen, etc. Das meiner Meinung nach könnte die Lösung sein. Und das ist nur eine einzige Investitionskette. Sie können davon jede Woche oder ein oder zwei aufsetzen, alle verschiedenen Szenarien durchdenken, investieren. Das kann ja, wie gesagt, auch was ganz anderes sein. Das müssen ja keine Goldaktien sein. Sie können ja auch einen Großteil in Gold und Silber liegen lassen, sich vorstellen, Gold geht auf 8.000 Kaufkraft. Was kaufen Sie denn dafür? Das können Sie sich alles, sag ich mal, schon vornotieren. Und da können Sie auch am Ende dann 10, 20, 30, 40, 50, 100 verschiedene Ereignisketten machen. Der Charme an dieser Lösung ist, wenn Sie dann alle gewisse unterschiedliche Situationen abdecken, dass einige davon funktionieren werden, egal in was für ein Umfeld. Damit haben Sie eine fast 100%igen Risikoschutz gegen die merkwürdigen Ereignisse, die vermutlich in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, Potentialfaktor zu errechnen, aus Grad des Goldes, Anzahl der Unzen etc. Bei Interesse kann ich auch einen aus Ihnen zugeschnittenen Portfoliovorschlag erstellen. Mehrere Informationen finden Sie unten im Anhang. Eine Exit-Strategie ist auch dabei, also schon mal eine Indikation, in was kann man investieren, wenn dieser Boom vorbei ist. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Sachwertegemeinschaft. Einfach mal eine Überweisung. Schon ist es zum Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Keine Mindestinvestitionssumme. Und Sie können sich das auch auslagern lassen. Sie sind relativ günstig. Wenn Sie Depots suchen, hier in der Schweiz zum Beispiel nutze ich Swissquote und in Deutschland nutze ich Flatex DEGIRO, weil man da eben auch mit den Heimatmärkten am Toronto Stock Exchange handeln kann und es meines Erachtens relativ günstig ist. Aber da können Sie sich bei denen gut beraten lassen. Die sind da sehr auskunftsfreudig. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht mir auch ein Like geben. Das würde nämlich dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.